Mein bisher bei weitem erfolgreichstes Projekt war mein pedalbetriebener Schmiedehammer. Und der hat auch super funktioniert, wenn es darum ging, Werkstücke parallel oder plan zu richten oder um Feuer zu schweißen. Die mühselige Arbeit des Ausschmiedens musste man jedoch auch weiterhin an der Kante vom Amboss erledigen. Einige hatten auch kommentiert, dass ich den Hammer motorisieren soll, was ich aber eigentlich nie vorhatte. Doch irgendwann versinkt man in Gedanken, hat den Hammer dann geistig schon zu Ende gebaut und dann setzt man es halt einfach um. Wie ich also diesen mechanischen Hammer gebaut habe, wie gut und wie lange er funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Das hier sind alle Teile, die ich für den Hammer kaufen musste. Den Rest habe ich mir aus meinem Schrottfundus zusammengesucht. Kaufen musste ich mir diese 2 Stehlager, einen Fahrradstoßdämpfer und einen großen Keilriemen. Auch gekauft habe ich einen elektrischen Schütz, der sollte für mindestens 20 Ampere ausgelegt sein, meiner ist es sogar für 60 Ampere, sowie diesen gelben Fußschalter. Alles zusammen hat mich ungefähr 100 Euro gekostet. So ein Hammer ist natürlich nicht ungefährlich, der schleudert einen gern mal ein halbes Kilo Stück Stahl durch die Gegend, deswegen benötigt man vollste Konzentration beim Schmieden und alles erfolgt natürlich auf eigene Verantwortung. Für den Bau habe ich mir endlich eine stärkere Tischbohrmaschine zugelegt, und ohne die wäre es gar nicht möglich, die vielen starken Löcher in den Stahl zu bohren. Ich fange einmal mit dem Motor an, der ging einmal bei unserer Absauganlage kaputt, hatte Staub im Gehäuse und einen massiven Lagerschaden. Ich habe den also zerlegt, geputzt und hatte zufällig genau das richtige Lager daheim, um ihn wieder zu reparieren. Mit der GoPro habe ich den Motor dann in Slow Motion gefilmt und mit dem Schnittprogramm die Drehzahl bestimmt. Die Drehzahl lag exakt bei 3000 Umdrehungen pro Minute und wie ich mir damit berechnet habe, ob der Motor auch stark genug für den Schmiedehammer ist, das zeige ich euch ganz am Ende vom Video. Als Schwungrad wollte ich zuerst dieses alte Eisenrad verwenden, was ich einmal früher im Wald gefunden habe. Das war aber aus Gusseisen und ließ sich de facto überhaupt nicht schweißen, deshalb bin ich dann später doch auf eine Sperrholzplatte umgestiegen. Aus Sperrholz mache ich auch alle anderen Keilriemenräder, das sollte unbedingt ein Hartholz sein, damit es auch den Belastungen standhält. Zuerst habe ich das Keilrad grob vorgedrechselt und dann, weil es auch zu 100% bei der hohen Drehzahl rund laufen sollte, am Motor fertig gedrechselt. Dabei muss man aber aufpassen, bei den 3000 Umdrehungen pro Minute ist das Drechseln nicht ganz so einfach. Um die Kabel vom Motor zu verlängern, habe ich noch so eine kleine Elektroschachtel aus einem Holzblock gebaut. Aus dem Motor kommen 3 Phasen und 2 Kabel für den Temperaturschutzschalter, außerdem muss noch die Erdung angeschlossen werden. Auf die genaue Verkabelung gehe ich später noch ein. Damit ist der Motor also repariert und einsatzbereit. Jetzt geht's ans Zerlegen des Pedalhammers. Wenn ihr noch einmal sehen wollt, wie ich den gebaut habe, das verlinke ich euch jetzt rechts oben. Als nächstes baue ich mir die Gelenke für den Mechanismus. Eigentlich alles, was ich hier an Stahl verwende, ist vom Schrott. Hier verwende ich zum Beispiel ein altes Torband. Solche 20 mm Löcher sind ohne gescheite Bohrmaschine mit niedriger Übersetzung, wie gesagt, unmöglich. Diese Investition war es auf jeden Fall wert. Solche Gelenke brauche ich einige, die habe ich alle einfach aus diesen Flachstählen zusammengeschweißt. Ich schweiße übrigens immer noch alles mit meinem uralt Schweißgerät, was ich einmal für 10 Euro vom Flohmarkt gekauft habe. So schaut das Hauptgelenk dann aus, davon brauche ich auch noch 2 weitere. Es
Es ist übrigens wesentlich leichter, zuerst alle Löcher zu bohren und die Teile dann erst auseinanderzuschneiden. Auf einer kleinen Bohrmaschine habe ich mir dann mit der Flex selber solche kleinen Beilagscheiben gedreht, über die wird später der Stoßdämpfer montiert. So schaut dann die ganze Dreiecksmechanik mit den Gelenken aus. Die Exzenterscheibe mache ich jetzt wie gesagt statt aus dem schweren Gusseisenrad aus einer 29 mm Buchensperrplatte. Die 35 mm Welle, auf die später die Buchenplatte montiert wird, habe ich mir erstmal auf der Drechselbank poliert. Mit der stumpfesten Lochsäge, die ich finden konnte, habe ich dann dieses Loch in den Stück Flachstahl gebohrt. Die kleineren Löcher dienen später zum Verschrauben mit der Exzenterscheibe. Um das Ganze perfekt im rechten Winkel verschweißen zu können, habe ich mir so eine Konstruktion mit ein paar selbstgesägten Winkeln gebaut. Das Ganze wird dann mit der Welle verschweißt, so ein Kreissägeblatt dient mir dann als Schweißtisch. Dann kommt das Loch in die Scheibe, das Ganze wird zusammengesteckt und mit etlichen Schrauben verschraubt. Die Scheibe habe ich dann behelfsmäßig mit einer Bohrmaschine gedrechselt. Man muss aber die Bohrmaschine immer wieder abkühlen lassen, da die ziemlich schnell ziemlich heiß wird. Ich war ja fast schon stolz, wie rund die Scheibe dann gelaufen ist. Den Steher, auf den später die Kugellager montiert werden, habe ich fest mit dem Hammer verdübbelt und mit zwei M16 mm Gewindestangen mit dem Hammer verschraubt. Der Steher war aber etwas zu klein und die Kugellager direkt in den Steher zu schrauben wäre auch nicht so ideal gewesen. Deswegen kommt dazwischen noch eine Buchensperrplatte. Dann habe ich die Stehlager und auch die Exzenterscheibe schon montiert. Aus einem alten Kinderwagerl, übrigens auch vom Sperrmüll, mache ich mir dann noch so eine Achse, um den Hammer später alleine bewegen zu können.
Die Achse ist nur temporär und sitzt einfach in einer Kerbe auf der Unterseite vom Hammer. Dann habe ich noch ein paar Kleinteile für die Mechanik gebohrt und die Mechanik fertig geschweißt. So sieht die fertige lackierte Mechanik dann aus. Jetzt benötige ich noch Keilräder für die Übersetzung. Bei mir wird die Übersetzung 1:16, womit ich ungefähr 180 Schläge pro Minute erhalte. Die Keilriemen sollten sich auch wirklich einkeilen und nicht am Boden der Trogform der gedrechselten Rille aufliegen. Um die Keilriemen später zu spannen, benötige ich so eine geknickte Achse. Hier habe ich die Achse nur durch das Bohrloch verpunktet, dadurch bekomme ich das Ganze auch perfekt rechtwinkelig. Um den Motor mit Gewindestangen zu montieren, brauche ich noch ein bisschen mehr Fläche. Die 20 mm Achse der Hebemechanik wird von hinten zusätzlich mit dieser Platte fixiert und auch vorne mit Abstandhaltern verschweißt. Dann habe ich auch schon alle Teile lackiert. Die Keilriemen habe ich in den hinteren Steher vom Hammer eingestemmt. Mit solchen Auchenleisten habe ich noch zusätzlich alles verstärkt. Die ganze Mechanik habe ich ordentlich mit Traktorfett gefettet
und alle Stifte mit Schweißpunkten gegen das Herausrutschen gesichert. Dann baue ich noch einen Elektrokasten für die Verkabelung. Da muss man aber mit der Feuchtigkeit sehr aufpassen, ansonsten empfehle ich da etwas Professionelles, Zertifiziertes und Feuchtigkeitsgeschütztes zu verwenden. Der Drehstrom kommt über den Stecker zum Elektrokasten und läuft direkt in den Schütz hinein. Eine Phase wird dabei direkt zu einem der Spulenkontakte abgezweigt. Die 3 Phasen laufen aus dem Schütz auch gleich wieder hinaus direkt zum Motor. Vom zweiten Spulenkontakt geht es direkt durch den Lichtschalter hindurch, durch den Motorüberhitzungsschutzschalter hindurch und durch den Fußpedalschalter zurück zum Nullleiter. Das heißt, nur wenn der Motor nicht überhitzt ist, sollte das jemals passieren, und wenn der Lichtschalter aktiviert ist und zugleich der Fußdrehschalter gedrückt wird, dann läuft der Schmiedehammer. Der Schütz ist nichts anderes als ein magnetisch betätigter Schalter, der gut mit dem hohen Anlaufstrom des Motors zurechtkommt. Der Drehstrommotor selbst benötigt keinen Nullleiter, auch etwas, was ich erst durch dieses Projekt gelernt habe. Die Erdung läuft natürlich gleich weiter zum Motor. Diese Feder hier sorgt für die notwendige Spannung der Keilriemen und den Motor habe ich einfach niedergeschraubt. Dann wird nur mehr die Dreiecksmechanik montiert und die Stoßdämpferfeder ordentlich gespannt. Diese Mechanik ist übrigens unbedingt notwendig, da ja unterschiedlich dicke Werkstücke, die man in den Hammer hineinhält, irgendwie ausgeglichen werden. Beim Ausgleichen seht ihr hier, wie sich die Dreiecksmechanik und damit auch die Stoßdämpferfeder verformt. Zur Versteifung montiere ich auch hier eine Ahornleiste. Um das Material noch besser bewegen zu können, habe ich Hammer und Amboss jetzt noch abgerundet. Auch bei vielen kleineren professionellen Hammern ist das der Fall.
Bis jetzt habe ich mit dem Hammer bereits ein Damastmesser geschmiedet und es hat tadellos funktioniert. Es ist echt sehr angenehm, wenn einem nach den Damastschmieden nicht tagelang der Unterarm wehtut. Man ist mit dem Hammer sehr viel schneller und das Ausschmieden funktioniert tatsächlich sehr gut. Man muss den Hammer nur immer wieder festziehen, dass sich das Ganze lockert. Wie ich das unterirdische Fundament gebaut habe, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Was noch zu sagen ist, natürlich muss man bei so etwas aufpassen. Der Hammer schleudert gerne bei falscher Handhabung mit heißen Eisenstücken durch die Gegend. Auch bei der Elektroinstallation muss man aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Und natürlich sollte man auch nicht mit irgendwelchen Gliedmaßen in die Mechanik hineinkommen, das wäre natürlich auch äußerst schlecht. Aber solche Risiken sind mit solchen Maschinen immer verbunden. Ihr werdet mich also in Zukunft noch öfters schmieden sehen. Ihr könnt ja kommentieren, was ihr glaubt, was noch fehlt, um gute Messer zu bauen. Vielleicht errät der eine oder andere ja das Thema des nächsten Videos. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich berechnet habe, ob der Motor auch für den Hammer genug Leistung hat. Man berechnet sich zuerst das Drehmoment des Motors über die Leistung in Watt und die Umdrehungen pro Sekunde. Das erhaltene Drehmoment multipliziert man mit der Übersetzung, in meinem Fall ist das 1:16. Damit habe ich also ohne Berücksichtigung der Reibungsverluste ungefähr 80 Newtonmeter an Drehmoment zur Verfügung. Um das benötigte Drehmoment am Hammer zu messen, schlägt man einfach irgendwo auf der Exzenterscheibe einen Nagel ein und hebt an diesem Punkt mit einer Kofferwaage den ganzen Hammer hoch. Die erhaltene Masse muss man in Newton umrechnen und mit der Hebellänge multiplizieren. Die Hebellänge geht vom Mittelpunkt der Exzenterscheibe bis zum eingeschlagenen Nagel und muss man unbedingt in Metern angeben. Bei mir war das benötigte Drehmoment ein Bruchteil von dessen, was ich zur Verfügung habe. Ich glaube, ich kam da ungefähr so auf 30 oder 40 Newtonmeter. Genug Reserve einzuplanen ist dabei aber unbedingt wichtig. Sollte ich mich irgendwo vertan haben, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Damit bedanke ich mich auch schon fürs Anschauen. Teilt mir gerne mit, was ihr von dem Hammer haltet. Vergesst nicht zu abonnieren und damit bis zum nächsten Mal.